Ja, hallo, ich bin Mario Plass, ich bin Versuchstechniker hier am Standort Neu-Eichenberg im Fachgebiet ökologischer Pflanzenschutz und bin zuständig für die Versuche hier. Ich lege die an und pflege die und untersuche die auch. Heute haben wir hier auf diesem Feld ein Gemenge gesät aus Weizen und Erbse. Den Weizen säen wir mit einem Verhältnis 70% der normalen Aussatzstärke und die Erbsen 40% Aussatzstärke. Dafür haben wir das Gemenge zuerst abgewogen, also die beiden Mischungspartner. Diese Mischungspartner haben wir dann in einer Wanne vermischt. Als sie dann homogen vermischt waren, haben wir sie in die Drillmaschine geladen und die Drillmaschine dann abgedreht auf die Aussatzstärke. Das ist in diesem Fall eine Aussatzstärke von 245 Kilogramm pro Hektar. Und wenn das dann eingestellt ist, fahren wir aufs Feld. Auf dem Feld kontrolliere ich erst, ob die Partner sich auch nicht entmischt haben im Saattank. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann ich anfangen zu drillen. Bei Gemengen muss man immer einen gewissen Kompromiss eingehen mit der Aussaattiefe, weil sie unterschiedliche Ansprüche haben an die Ablagetiefe. Die Erbse mag es eher ein bisschen tiefer abgelegt zu werden, der Weizen eher ein bisschen flacher. Da wir noch relativ früh sind für eine Weizenaussaat, können wir da ein bisschen der Erbse entgegenkommen und haben die Maschine auf 4 cm eingestellt. Wenn das dann eingestellt ist, können wir aussäen. Für die Kulturführung gibt es eigentlich wenig zu beachten, es sei denn, man will die Kultur mechanisch pflegen. Da muss man sich ein bisschen nach der sensibleren Kultur richten, in diesem Fall die Erbse, und dann entsprechend den Striegel oder die Hacke weniger aggressiv einstellen. Ein Gemenge ist eine Mischung aus mehreren Partnern. Das können 2 Partner sein, das können aber auch mehr Partner sein. Gemenge sind eher bekannt aus Zwischenfruchtmischungen oder dem Grünland, wo halt versucht wird, einfach mehrere Kulturen gleichzeitig zu etablieren. Im Getreideanbau ist es weniger üblich. Da, wo es üblich ist, ist im Futteranbau, also Futtergetreide, weil die Mischungspartner einfach gemischt bleiben können bei der Ernte und gemeinsam verfüttert werden. In der Herstellung von Lebensmitteln für den menschlichen Verzehr ist das eher weniger üblich, weil man halt die Schwierigkeit hat, dass das Erntegut anschließend getrennt werden muss. In diesem Fall haben wir ja nur 2 Mischungspartner, einmal den Weizen und die Wintererbse. Die sind ein bisschen unterschiedlich von der Größe und Form und deswegen ist es möglich, die zu trennen. Ein weiterer Vorteil von dem Anbau von Gemenge in diesem Fall ist, dass wir die Aussatzstärke von Weizen ein bisschen reduzieren können und dadurch eine höhere Qualität im Erntegut erreichen können, weil die vorhandene Menge an Stickstoff, die im Boden ist, den wenigeren Weizenpflanzen zur Verfügung steht. Die Erbse ist ja eine Leguminose und die ist in der Lage, selber Stickstoff aus der Luft zu fixieren und ist dadurch keine Konkurrenz dem Weizen gegenüber.